Ich bin Jens Nauset, ich bin gebürtig aus Bielefeld, wohne seit 2010 im Rheinland und bin seit Anfang 2019 im Institut für Persönlichkeit als Management-Trainer und Business Coach. Durch meinen Beruf als Management-Trainer und Coach möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, dass Menschen erfüllter leben und mehr Freude wieder im Beruf haben. Ich finde die Arbeit mit Teams besonders spannend, weil natürlich Menschen, die ganz unterschiedlich sind, zusammenkommen für ein gemeinsames Ziel oder für eine gemeinsame Aufgabe. Da gibt es ganz viele Prozesse, die da natürlich losgetreten werden. Das zu moderieren, Menschen auch nochmal was an die Hand zu geben für die Ergebnisse, die sie gerne erzielen wollen als Gruppe oder als Team, das ist unglaublich spannend. Was mir in Teamprozessen insbesondere hilft, ist, dass ich diese Grundeinstellung habe, es gibt kein richtig, kein falsch. Auch wenn es Konflikte gibt, ist es erstmal ein Standpunkt. Und ich kann das sehr gut, keine Stellung zu beziehen dazu, sondern tatsächlich neutral zu bleiben und mir beide Seiten sehr genau anzuhören. Konfuzius hat mal gesagt, nenne niemanden weise, der nicht eine Sache von mindestens 8 Seiten betrachten kann. Und ich finde, das ist auch für einen Coach eine wichtige Grundhaltung. Also erstmal zu gucken, wo steht mein Coachee eigentlich? Wie ist er vielleicht auch dahin gekommen? Das vorurteilsfrei annehmen und dann mit ihm gemeinsam das zu untersuchen. Ich hatte in meinem Leben schon sehr viele Möglichkeiten, im Ausland zu leben auch. Ich habe längere Zeit in Südkorea studiert, habe längere Zeit in Mexiko gelebt, gearbeitet. Und das hat mich natürlich schon sehr, sehr geprägt. Was ich aus meinen Reisen auch mitgenommen habe, ist wirklich vorurteilsfrei auf Menschen zuzugehen, sich auf neue Situationen auch einzustellen, offen für neue Kulturen zu sein und dass es dabei auch keine Rolle spielt, mit wem kommuniziere ich da eigentlich gerade. Ist das jetzt ein Geschäftsführer von einem Unternehmen mit 500 Mitarbeitern oder ist das jemand, der auf der Straße Kokosnüsse verkauft? Ich kletter sehr gerne, ich boulder sehr gerne. Wenn ich an der Wand bin und einfach nur gucke, wo stelle ich meinen Fuß hin, wo greife ich als nächstes hin? Weil andere Fragen interessieren da in diesem Moment nicht. Also egal, was mich sonst gerade beschäftigt, womit ich vielleicht gerade einen Ärger habe oder worin ich gedanklich bin, in dem Moment geht es nur darum, wie komme ich jetzt gerade die Wand hoch. Wenn ich Zeit mit meinem Sohn verbringe, das ist einfach eine tolle Zeit, wo man sich auf was ganz anderes einlässt. So einem kleinen Lebewesen etwas beizubringen, ist eine unglaubliche Bereicherung und zu sehen, wie schnell er lernt, was er auch behält. Und das ist etwas, was mir auch unglaublich viel Energie gibt. Ich weiß eigentlich schon, seit ich 17 bin, dass ich Trainer-Coach werden möchte. Ich habe damals mein erstes Coaching-Seminar besucht. Das war für mich so, wow, Mindchanger. So. Also es war wirklich so, hat mein Leben sehr, sehr stark beeinflusst. Das, was ich sehr schön finde an unserer Arbeit, gerade im Unternehmen, dass wir als Management-Trainer in Unternehmen gehen und Menschen mit einem Thema in Berührung bringen, mit dem sie sich vielleicht privat niemals beschäftigt hätten. Aber ich glaube, das ist ein großer Gewinn, weil wenn wir im Beruf einfach mehr miteinander arbeiten statt gegeneinander und merken, wie gut das funktioniert, dass wir das natürlich auch zu Hause und im Privatleben machen.